Guten Morgen, liebe Freunde. Wir machen heute eine kleine Winterwanderung. Wir sind hier in Lanke, das ist nördlich von Berlin. Und wir laufen heute zum Hellsee und laufen am Hellmühler Fließ vorbei. Wenn wir Glück haben, finden wir am Ende der Runde noch so eine Art Hochbunker. Dann erzähle ich dann auch was dazu, wenn wir da sind. Ja, heute ist so mittelprächtig kalt. Es geht. Wir werden jetzt loslaufen, ja, damit uns warm wird, und ihr kommt mit. Ja, und zur Einordnung, wo wir sind. Hier unten ist Bernau, hier ist ein kleines Stück hoch, Briesenthaler Becken, und da ist der Hellsee. Hier haben wir eine ehemalige Pumpstation für Wasser, die ist schon lange nicht mehr in Betrieb. Das ist der Hellsee. Im Moment so ein bisschen zugefroren, raufwagen würde ich mich nicht. Oh, sehr viele Spuren drauf. Ich vermute mal, da hier auch Fußabdrücke sind, hier war schon jemand so mutig, ist aufs Eis gelaufen, werden das wohl Hundespuren sein. So, hier war ein ziemlich schmaler Weg, direkt am Hellmühlfließ. Ja, und glücklicherweise ist hier ein gut begangener Wanderweg. Hier war schon jemand so großzügig und hat für uns eine Lücke reingeschnitten in den Baum. Ich weiß, war nicht direkt für uns, aber wir freuen uns drüber. Ui. Ein bisschen vorsichtig sein, heute ist ziemlich glatt. Jetzt dachten wir schon kurz, der Weg ist zu Ende, aber nein, der Weg macht das Gleiche, was das Fließ macht, er meandert. So, hier müssen wir wohl mal rüber. Ach, das hier. Ach, guck mal. Ein Wanderbriefkasten. Na, da gucke ich doch mal rein. Oder du. Nee, hier. Ah. Okay. Ach, mit einem Stiftchen dran. Letzter Eintrag vom 16.01. Heute ist der 19. Glaube ich. Na, da schreibe ich doch mal was. Mach mal aus. Oh, so ein ziemlich spooky tiefes Loch. Wer hat sich denn hier ein Loch gegraben? Wer es weiß, einfach in die Kommentare schreiben.
So, Christiane, was hältst du denn von dem Baumstamm da? Ja, ich dachte eigentlich den hier. Ja, den hier? Okay, dann nehmen wir den. Wir suchen Der ist nämlich. ja direkt am See. Müssen wir jetzt nicht, dass hier mal noch eine Bank finden? Okay, dann gehen wir noch ein Stück. Wir suchen nämlich ein Plätzchen zum Frühstück, aber gestaltet sich im Moment schwierig. So, jetzt zeige ich euch mal die Spuren hier. Hier war jemand so mutig und ist über den Baumstamm rübergeklettert. Naja, mutig nicht. Aber ihr werdet bestimmt erkannt haben, was das für ein Tier war. Ja, bei 3 sagt das alle mal. 1, 2, 3. Und wer jetzt Eichhörnchen gesagt hat, lag goldrichtig. So, die erste Bank nach 4,3 Kilometern. Und Komoot sagt, wir müssen jetzt rechts. Also wieder über eine Brücke zurück. So, jetzt muss ich euch mal sagen, wie schön ist das denn? Ja. Ganz ruhig. Bisschen Wind manchmal. Und der Weg sieht eigentlich gut bewandert aus, aber wir waren bis jetzt ganz alleine. Also, ja. So, wir gehen werden jetzt den zu Weg- unserer Ja. besten und einzigen Reporterin auf dem Weg. Hallo, junge Frau. Ich sag Ihnen, Sensation. Es liegt Schnee und es ist kalt. Und wir sind hier beide ganz alleine. So, noch was? Schlagzeile, 2 Wanderer sind glücklich im Wald. 2 Spuren im Schnee führen herab aus steiler Höhe. Die eine Spur ist meine und die Schleifspur ist deine. Noch nicht. Komm jetzt, Quatschkopf. So Leute, schaut mal, das muss aber ein großer Hund gewesen sein. Ja. Handtellergroße Pfotenabdrücke. Dem werden wir heute ungern begegnen. Hier sind schon die ersten Überreste der Hochbunkeranlage. So Freunde, jetzt sind wir vor dem Hochbunker hier im beschaulichen Brandenburg. Und zwar hat er den verniedlichenden Namen Koralle. Ich weiß nicht, wer sich den ausgedacht hat, aber er trifft es nicht wirklich. Ja. Das ist ein Hochbunker, der diente der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Und zwar, man soll es kaum glauben, von hier aus wurde der U-Boot-Krieg koordiniert. Er ist noch relativ gut erhalten. Nach dem Krieg haben die Russen versucht, ihn zu sprengen. Ist ihnen oberirdisch auch gelungen. Ja, aber soweit wie ich gehört habe, soll unterirdisch noch einiges an Gängen vorhanden sein. Wir werden natürlich nicht reingehen. Ja, aber es ist schon sehr interessant, ja, was hier hingebaut worden ist. Und dass gerade von hier aus dem beschaulichen Brandenburg der U-Boot-Krieg koordiniert worden ist. So, jetzt bin ich mal ein wenig drin. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen auf dem Video. Hier geht es noch rein. Alles sehr massiv. Wird ja heute noch eine richtige Lost Place Tour. So, wir sind jetzt noch mal auf der Außenseite, auf der anderen Seite des ehemaligen Hochbunkers. Schon sehr beeindruckend, ja, was hier massiv in die Landschaft gebaut worden ist. So, das war ja mal sehr beeindruckend. Ja. Wie hat es dir denn gefallen? Ja, ich kann ja eigentlich mit solchen Sachen wenig anfangen, aber war schon echt beeindruckend und riesig. Also, Ja. hätte nicht gedacht, dass so groß ist. Und dass man da so einfach hingehen kann, Das außerdem. ja, hat mich sehr verwundert. Ja, schon sehr beeindruckend, auch ein bisschen beängstigend, mitten hier im Wald so einen riesen Bunker zu sehen. Ja.
Ja, wer bei dem Video nicht bis zum Schluss dran geblieben ist, ist selber schuld. Liebe Freunde, das war eine wirklich wunderschöne Wanderung. Ja, wir haben viel gesehen. Der Hochbunker war sowas von interessant. Aber auch der Hellmühlfließ und hier der Hellsee sind ganz fantastisch. War eine wunderbare Strecke zum Laufen. Ja. Im Sommer ist hier bestimmt die Hölle los. Selbst jetzt im Winter sind uns einige Wanderer entgegengekommen und Spaziergänger. Wir werden aber auf jeden Fall noch mal zu einer schönen Jahreszeit wiederkommen, weil wenn es hier grün ist, ist es bestimmt noch viel schöner. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt fleißig Kommentare, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao liebe Freunde.